Abū Ṣīr Banā ist ein großes Dorf im zentralen Nildelta südlich von Samannūd, das im ägyptischen Gouvernement el-Gharbīya liegt. Das Dorf erhebt sich etwa an der Stelle des antiken Busiris, griechisch, aus dem aber nur wenige Einzelfunde überliefert sind. Die Menschen im Dorf sind gastfreundlich und vom Tourismus unverdorben. Lage: Das Dorf Abū Ṣīr Banā befindet sich im zentralen Nildelta am linken Ufer des Damietta-Nilarms, etwa 9 Kilometer südlich von Samannūd und 20 Kilometer nördlich von Tifta. Geschichte: Die Stadt Busiris war Hauptstadt des 9. unterägyptischen Gaus, Anadi. In der Ortsbezeichnung Abū Ṣīr Banā, aber auch in der koptischen Bezeichnung, lebt noch der alte griechische Name Busiris fort, das aus dem altägyptischen per Ußīr, das ist das Heiligtum des Osiris, entstanden ist. Der altägyptische Name der Stadt lautete Dirdu, der bereits in den Pyramidentexten des Alten Reichs Erwähnung findet. Verehrt würde hier der alte Königsgott Anadi, der durch Osiris verdrängt wurde bzw. in ihn aufging. Damit war Busiris neben Abydos der wichtigste Verehrungsort für Osiris, und Busiris war Ziel von Wallfahrten. Aus Busiris stammt auch der Dirt-Pfeiler, das Rückgrat und Symbol des Gottes Osiris und das altägyptische Zeichen für Dauer und Beständigkeit. Busiris gehörte zu den wichtigen religiösen Zentren Ägypten. Man glaubte, dass Osiris hier geboren und bestattet wurde. So verwundert es nicht, dass sich hier auch ein Osiris-Tempel befunden hat, in dem auch Isis, Horus, Sobek, Anubis und Shu verehrt wurden. Zudem berichtete Herodot über einen Isis-Tempel, meint sicher aber das Heiligtum in Babit el-Higara. Nun halten die Ägyptier nicht bloß einmal des Jahres, sondern häufig Festversammlungen, vornehmlich und am eifrigsten in der Stadt Bubastis, der Artemis. Zum Zweiten in der Stadt Busiris, der Isis, denn eben in dieser Stadt ist das höchste Heiligtum der Isis, und dieselbe ist mitten im Delta von Ägypten gelegen. Und Isis ist nach der hellenistischen Sprache Demeter. Über die einstige Stadt ist nicht sehr viel bekannt. Der antike Ort wird in Ali bei el-Mansalawi, 2 Kilometer nordwestlich des heutigen Dorfes, vermutet. Es sind auch einzelne Stücke aus dem Alten und Mittleren Reich sowie aus der Spätzeit in el-Akhda, etwa 2 Kilometer südlich von Abū Ṣīr Banā, gefunden worden, wo sich wohl der Friedhof der Stadt befunden hat. Eine systematische Grabung vor Ort wurde aber noch nicht durchgeführt. In der Spätzeit, in der 22. bis 25. Dynastie, war Busiris der Sitz libyscher Fürsten. Zum geringen Kenntnisstand trug auch die Zerstörung der Stadt in römischer Zeit, 293 nach Christus, bei. Vorausgegangen war ein Aufbegehren der Bevölkerung gegen die römischen Herrscher. Auch das Christentum hat in Busiris eine lange Tradition, die bis zu den Bischöfen Hermann und Athanasius um 325 nach Christus zurückreicht. Busir wird meist in Union mit Banā genannt. Zur Zeit der arabischen Eroberung war Busiris noch Verwaltungsstadt und Stationierungsort einer byzantinischen Truppenabteilung. Auch nach der Eroberung der Stadt bestand das christliche Leben fort. Vom Beginn des 8. bis ins 13. Jahrhundert wurde sie immer wieder als Bischofssitz genannt. Auch später wurde die Stadt immer wieder von arabischen Autoren genannt. Es gibt aber seitdem keine belastbaren Quellen mehr zum Fortbestand des koptischen Bistums. Heute ist der Ort nur noch Titularsitz der katholischen Kirche. 2006 lebten in der Ortschaft 22.214 Einwohner. Anreise: Man verbindet den Besuch von Busiris Abū Ṣīr Banā von Kairo aus auf einer Mitteldelta-Tour mit den altägyptischen Städten Tel Arab, Mendes, Babit el-Higara und Samannūd. Der befindet sich in der Nähe des historischen Bads, Hammam. Man fährt mit einem Bus in. Die Fahrt kostet etwa Erster. Auf dieser Strecke befindet sich Abū Ṣīr Banā. Das Dorf ist mit Minibussen auch aus Tifta erreichbar. Mobilität: Die Straßen im Dorf sind zum Teil sehr eng. Man kann sie mit einem PKW passieren, für den Gegenverkehr reicht es nicht immer. Zu Fuß gibt es keine Probleme. Pharaonische Monumente: Bis jetzt ist Busiris noch nicht ausgegraben. Die einzigen Überreste, die man entdecken kann, sind 2 Sarkophage, die am Rande eines Feldweges lagen. Wenn man von Samannūd kommend am Ortsanfang von Abū Ṣīr Banā, gleich nach der Moschee, rechts in den Feldweg abbiegt und dann etwa 1 Kilometer fährt, erreicht man diese. Auffallend ist auf diesem Weg dorthin, dass mehrere große Felsbrocken diesen Weg flankieren, die vielleicht Steine eines abgetragenen Tempels sind. Der Besuch lohnt indes nur einem Liebhaber, der einmal an der Stelle des alten Busiris stehen möchte.
Die Fruchtbarkeit des Landes ist eine letzte Huldigung an den Fruchtbarkeitsgott Osiris. Ich bin das Gestern, ich bin das Heute, ich bin das Morgen. Ich bin die Gerste, nicht vergehe ich. Moscheen el-Mitwali Moschee. Unterkunft im Dorf gibt es keine Hotelunterkünfte. Hotels gibt es in den nahegelegenen Städten Tanta, el-Quazig und el-Mahalla el-Kubra. Ausflüge. Der Besuch von Abū Ṣīr Banā lässt sich mit dem Besuch von Samannūd, Sonbad und Sifta verbinden. In der Nähe von Samannūd befindet sich zudem noch die Ruinenstätte von Babit el-Hijara,